So, das Abenteuer geht los. Ich habe mich mal wieder völlig verschätzt. Juhu, ich fliege! Salut zusammen. Also schon länger geistert die Idee in meinem Kopf, um mal ein längeres Biwakfliegen zu machen. Wie ich mich auf diese Geschichte vorbereitet habe, was Material angeht und die Idee und so. Über das habe ich ein Video gemacht, das verlinke ich noch hier verlinken. Ich bin zwar das Video vor Vorbereitung erst gerade am Abschließen gewesen, aber gefunden, so, jetzt muss ich los. Von der Prognose her hat in den nächsten Tagen eigentlich Wallis, Engadin und Graubünden alles ziemlich gut ausgesehen. Von dem her habe ich gedacht, man könnte vielleicht vom Unterwallis ins Engadin fliegen. Mein Plan wäre am ersten Tag zu Verbier, so Mitte Nachmittag zu starten und dann mit der Abendthermik, die es auf der Südseite oben gibt, eigentlich gerade noch ein bisschen zu Wallis drauf zu kommen. So dass ich am nächsten Tag nach Wallis queren könnte und auf der Sonnenseite weiterfliegen. So viel mal vorweg, der Plan ist überhaupt nicht aufgegangen. Was genau das Problem ist, seht ihr jetzt in diesem Video und auch noch in den nächsten Folgen. Trotzdem war es aber eine ziemlich geile Erfahrung. Ich habe sehr schöne Momente erlebt, habe meine Grenzen mehrfach getestet und weiss jetzt so ziemlich gut, was ich beim nächsten Mal anders machen könnte. Also, dann fangen wir doch gerade mal an. So, das Abenteuer geht los. Ich bin jetzt mit dem Velo am Bahnhof unterwegs. Ich kann es noch nicht ganz glauben, dass es losgeht. Das Haus ziemlich überstürzt verlassen. Weil sonst wäre es heute nicht mehr gegangen. Wäre ich spät angekommen. Jetzt sollte es mir gleich auf den Zug lenken. Dann muss ich in Verbier noch einkaufen. Mal schauen, ich bin gespannt. Also bis später. Jetzt bin ich endlich aus dem Dorf Verbier raus. Hat sich ewig angefühlt, dort durch den Teer raufzulaufen. Jetzt bin ich endlich hier in freier Natur. Dummerweise ist da der Wanderweg offiziell noch gesperrt gewesen. Jetzt wollte ich nicht wieder runterlaufen auf einen anderen Weg. Stattdessen bin ich jetzt hier mitten im Wald. Das Gefühl sollte nicht so weit hier quer rauf sein, um dann beim Offiziellen wieder anzuhängen. Aber es ist gerade steil. Mal schauen, ob das gut kommt. Bin mal gespannt. Vom Wetter her sieht es nicht so schlecht aus. Noch Inversion drin bis am Mittag, frühen Nachmittag. Die heisst wahrscheinlich noch raus. Windwerte sehen gut aus, fliegen schon Leute. Steigen habe ich aber noch niemand gesehen. Ich glaube aber, das kommt gut. Ich bin gespannt, was da noch Schönes passiert. Jetzt probiere ich da mal noch raufzukommen. Bis später. Ja, also die Wegsperrung hat mir dann gleich noch mehr Energie und Zeit gekostet, als ich im ersten Moment gedacht habe. Ich bin nämlich durch das dann auch auf einen weniger direkten Wanderweg gekommen, von dem wir ziemliche Umwege machen mussten. Und irgendeinem Viech hat es hier ziemlich gut auf meiner Kameralinse gefallen. Ich habe mich mal wieder völlig verschätzt. Man kennt den Anfang. Es war jetzt schon 3:30 Uhr. Da muss ich noch rauf. Geht noch ein Stückchen. He? Verbier scheint mir nicht ganz so das idyllische Berg-Naturparadies zu sein. Wir haben Helis, wir haben Lastwagen, Baustellen. Ich hoffe, ich komme wirklich noch von hier weg. In ein weniger touristisches Gebiet. Aber die Zeit läuft mir wirklich davon im Fall. Und ich muss langsam nicht mehr schnell laufen. Jetzt geht schnell ein bisschen abhocken, aber ich komme da schon noch rauf. Schauen, wie weit ich rauflaufe für zum Starten, vielleicht nicht ganz bis oben. Schauen, sobald ich um die Ecke bin. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich eigentlich noch wegkommen sollte. Wobei Wölkchen sieht man langsam kenne ich mich, das macht mir ein bisschen Sorgen. Ja, hoffen wir es einfach, dass das noch funktioniert.
Also Wölkli hat es zwar schon noch gehabt, man sieht die hier im Zeitraffer auch ziemlich gut, aber einerseits werden das Ende gerade weniger als mehr und andererseits sind die auch ziemlich weit hinten. Wenn ich das Video so anschaue, sieht es für mich so aus, als seien die von dort ausgelöst, wo das Gelände schon ziemlich hoch ist. Die Schwierigkeit könnte also sein, die ersten paar Meter mal raufzukommen. Das habe ich aber dann noch nicht begriffen. So, Dala, ich bin jetzt auf dem Startplatz angekommen. Es hat hier noch ein paar Wölkchen. Ich hoffe, ich komme noch rauf. Die anderen, die hier gestartet sind, waren glaube ich als Schüler. Die haben aber leider nichts angezeigt. Von dem her sehe ich jetzt nicht, ob es steigt. Der Wind ist eigentlich tipptopp. Ich habe eigentlich das Gefühl, das müsste schon gehen. Wenn nicht, dann wäre es ein bisschen doof. Dann müsste ich dort reinlanden und dann wieder rauflaufen. Stopp schnell! Hier habe ich mir eigentlich echt noch eine gute Überlegung gemacht. Ich habe mir nämlich überlegt, dass wenn ich hier nicht raufkomme, dass ich dann in diese Richtung fliege, für dass ich dann nicht allzu weit rauflaufen muss. Schlussendlich wollte ich nämlich dort hingern. Von dem her wäre es ziemlich die falsche Richtung gewesen, dann hier Thermik zu suchen. Ja, jetzt im Zug habe ich noch Video geschnitten, aufgeladen. Ich bin noch voll im Film, habe noch nicht ganz begriffen, was jetzt eigentlich los ist. Dass ich jetzt noch irgendwo übernachte, ich habe noch keine Ahnung wo, das ist schon noch krass irgendwie. Aber jetzt muss ich pressieren, damit ich in die Luft komme. Viel Zeit habe ich nicht mehr. Dann sieht man sich in der Luft. Hoffen wir, es kommt gut. Juhu, ich fliege. Und es steigt einmal Licht. Komm, Thermik bitte, jetzt. Schau das an! Was sich im ersten Moment super hat angefühlt, hat dann eben gleich nicht allzu lang gehabt. Wo ist die Thermik? Wenn ich hier nicht raufkomme, dann habe ich alles verloren, was ich raufgelaufen bin. Und noch mehr. Ja, ich habe jetzt realisiert, wenn ich dort hinterher fliege, dann würde ich gerade einfach das Werkbier oben ankommen. Das würde einfach gar nichts bringen. Aber wenn ich jetzt hier einfach nichts finde, dann stehe ich unten, wo ich mit dem Zug bin angekommen. Das wäre noch verschissener. Hei, hei, hei. Tja, weil ich halt partout nicht wahrhaben, dass es vielleicht wirklich nicht mehr thermisch geht, bin ich dann in die falsche Richtung Thermik suchen. Das war zwar eine Südwestflanke, für diese Tageszeit eigentlich ideal, aber es hat einfach überhaupt gar nicht steigen. Als ich dann schon fast auf 1600 bei unten war, habe ich dann mal eine Flanke gefunden, wo es dann gleich noch ein bisschen funktioniert. Mit sehr viel Geduld konnte ich mir hier wieder ein Mühe aufbasteln. Und das hier wäre wahrscheinlich der Moment gewesen, irgendwo oben reinzulanden. Es hat dort nämlich schon noch ein bisschen Weseli rum gehabt. Und auch mit 1700 wäre ich noch deutlich höher gewesen als der Bus, der auf 1300-1400 auf Verbier rauffährt. Begriffen habe ich das hier aber nicht. Und hier mache ich dann noch einen hoffnungsloseren Move. Ich fliege noch tiefer in das hohe Tal hinein. Als würde es dort plötzlich viel besser funktionieren. So, jetzt vorhin hatte ich gerade ein bisschen Hoffnung gehabt, es geht noch. Nachdem ich wirklich schon fast die Hoffnung komplett verloren hatte. Aber jetzt bin ich wieder so tief wie noch nie. Jetzt ist langsam wahrscheinlich wirklich Feierabend. Schade. Da oben sieht es so schön aus. Man müsste, wahrscheinlich hätte ich es mir weiter rauflaufen und dann wäre es gegangen. Aber jetzt bin ich dann wahrscheinlich sehr bald wieder auf der Ursprungsposition. Ich kann hier nochmal probieren, ob ich nochmal raufkomme. Es
tut ein bisschen der gleiche, als würde es raufgehen, aber ich sehe gerade nicht allzu hohe Chancen. Für diese Geschichte hätte ich einfach wirklich gerne den Allegro, der kann einfach Geschwindigkeit sehr viel bessere Höhe umsetzen und genau das müssen wir jetzt hier haben. Das ist für den Explorer einfach nicht der Idealschirm. Für das Soaring-Gebastel. Ja, Vögel können hier schon aufdrehen in diesem Zeug. Aber Explorers nicht. Hier sieht man jetzt plötzlich, dass sie ja hure weit in das Tal hinten geflogen. Einen kurzen Moment bin ich hier gar nicht sicher gewesen, welches Kaffee sie muss fliegen und ob es dort vorne überhaupt noch lenkt. Das hier ist es nämlich nicht. Hier hat mir der Vogel noch schnell eine Thermik gezeigt, die mich dann noch 100 Meter weiter hochgebracht hat. Und um diese Höhe bin ich dann noch ein bisschen froh gewesen. Bin nicht ganz sicher, ob es mit dem Talwind unten wirklich noch bis zur Busstation vorne hätte gelenkt. Tja, was ist passiert? Ich muss endgültig aufgeben. Jetzt tue ich den nochmal resetten, das heisst beschissen. Also, ich gehe nochmal rauf und dann schaue ich das Jahr zum Übernachten finden. Aber nicht, heute komme ich nie gescheit mehr her. Das funktioniert so nicht. Und das mit in die falsche Richtung fliegen für zum Thermik suchen, ist irgendwie glaube ich, nicht so ein geiles System. Gelandet. Nicht das, was ich vorhatte, aber jetzt habe ich gesehen, 20 Minuten fährt der Bus, das ist gut gäbig. Dann fahre ich halt nochmal auf Verbier rauf mit dem Bus und dann laufe ich auf den Pass. Dort hinten. Man sieht ihn nicht. Seht ihr den von oben nochmal? Das hätte ich wahrscheinlich schon in 2 Stunden schaffen. Dann schaue ich, ob ich dort noch neu übernachten kann. Und von dort kann ich dann morgen vielleicht mal einen Abgleiter machen, ein bisschen weiter schon, noch mal ein bisschen rauflaufen und dann, wenn die Thermik anlässt, richtig rausstarten. Dann sollte der Streckenflieger möglich sein, hoffentlich. Mal schauen. Und einmal mehr durfte ich von Verbier rauflaufen. Immerhin war es das mal eine andere Route. Und die Bewegung hat mir in diesem Moment auch gut getan, mit dem Frust ein bisschen besser umzugehen. So, hier haben wir die letzten Sonnenstrahlen vom Tag. Langsam mein Frust ein bisschen überwunden. Ich bin dort einfach hinterher geflogen, weil ich so überzeugt war, dass ich raufkomme. Das Problem ist, ich bin nicht raufgekommen. Wissen wir ja. Wenn ich es gewusst hätte, oder auch schon nur eine grosse Chance für das hätte ich gesehen, dann wäre ich direkt hier hinterher geflogen. Dann wäre ich etwa hier umeinander gelandet. Nicht mehr so weit müssen rauflaufen. Und wäre viel früher gewesen. Aber jetzt ist es, wie es ist. Die Abendstimmung ist einfach immer hure geil, vor allem im Herbst.
Das ist schon sehr cool. Wenn es zeitlich so aufgeht, wie ich denke, sollte ich am 8. Uhr auf dem Croix de Coeur ankommen. Das Gefühl, dort sollte ich noch das Zelt aufstellen können. Und ich habe das Gefühl, das ist gerade bevor es ganz dunkel wird. Von dem her sollte ich gerade noch ein bisschen Lichtverdämmerung haben. Ich hoffe, das geht auf. So, da. Es ist 7:45 Uhr. Ich bin vom Croix de Coeur angekommen. Es ist hure schön. Da sieht man gerade noch die Dämmerung. So schönes Licht. Jetzt auf dem Video sieht man es leider nicht richtig, aber das sind bretschrote Streifen im Fall. Hier hat es ein bisschen mehr ebene Flächen, aber es ist mir gerade noch ein bisschen zu belebt hier. Ich gehe noch ein bisschen weiter rauf. Licht geht mir gerade noch nicht aus in den nächsten 2-3 Minuten. Das war ein bisschen schneller sogar als gedacht. Das ist unerwartet. Schön. Es ist so geil, die Stimmung. Also jetzt gehe ich mal ein Plätzchen suchen. Lang geht es etwa nicht mehr. So, jetzt habe ich mein Plätzchen für die Nacht gefunden. Ich habe gerade noch ein bisschen Licht. Ich muss jetzt einfach nicht mehr weiterlaufen. Es gibt dort vielleicht noch andere Optionen, aber mir gefällt das eigentlich tipptopp hier. Wunderschönes Panorama. Du siehst da hinten runter, wenn man hier 2 Schritte aus dem Zelt raus macht. Mal schauen, ob man das auf diesem Video sieht. Da unten die Lichter von Verbier. Das ist doch etwas. Jetzt sind wir hier wahrscheinlich ungefähr auf 2200, vielleicht ein paar Meter mehr. Im Moment habe ich noch warm. Jetzt muss ich auch das T-Shirt wechseln, das nass ist. Und dann schnell viel anlegen und wahrscheinlich wird es eine sehr, sehr kalte Nacht. Mal schauen, wie das tut. Bin gespannt. Aber ich finde es voll geil. Ihr seht, ich habe die Abendstimmung gerade ziemlich gefeiert. Und so konnte ich in der Dämmerung noch mein Zeltchen aufstellen. Und dann ist es dann dunkel und verdammt kalt geworden. Aber es hat einfach so geil ausgesehen. Meine Ausrüstung hat sich in der Nacht aber bewährt. Ich hatte gerade so genug warm. Und wie es am nächsten Tag ist weitergegangen, das seht ihr in der nächsten Folge. So, das wäre es etwa auch gewesen. Falls du mein letztes Video vor Vorbereitung noch nicht hast gesehen hast, das verlinke ich dir hier oben. Verlinken. Und wenn die nächste Folge rauskommt, das kommt dann hier rein. Also wenn hier etwas ist, dann gibt es die schon. Wenn nicht, dann ist die halt noch in Arbeit. Hier tue ich dir noch eine Playlist rein, wo alle Biwakflüge-Folgen drin sind. Und hier kannst du mich noch abonnieren. Wenn du das noch nicht gemacht hast, wäre natürlich super. Das hilft mir auch und du bekommst auch immer mit, wenn ich ein neues Video mache. Wenn es dir gefallen hat, darfst du mir gerne noch einen Daumen gegen oben geben. Merci fürs Schauen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.